Herzlich willkommen bei einem weiteren Aufklärungsvideo rund um das Thema Endoskopie. Jetzt geht es allerdings nicht schwerpunktmäßig um das Durchführen einer Endoskopie, sondern um den Themenschwerpunkt Sedierung. Sedierung bedeutet, dass Sie während einer Untersuchung ein Medikament bekommen, damit Sie die Untersuchung nicht mitbekommen. Manchmal wird das Ganze auch Kurznarkose oder Dämmerschlaf genannt. In dem Wort Kurznarkose steckt schon das Wort Narkose mit drin. Allerdings ist es, wie gesagt, keine Vollnarkose. Das bedeutet, Sie atmen selbstständig weiter und wir brauchen keinen Anästhesisten, der Ihre Atmung begleitet. Sedierungen werden heutzutage mit Medikamenten durchgeführt, die sehr, sehr gut verträglich sind und die im Allgemeinen zu keinen nennenswerten Komplikationen führen. Wir führen in unserem Haus die allermeisten Sedierungen mit dem Wirkstoff Propofol durch, da dieses Medikament sehr, sehr gut steuerbar ist und heutzutage in den allermeisten ambulanten Bereichen eingesetzt wird. Was brauchen wir für Informationen von Ihnen? Zunächst werden wir in unserem Aufklärungsgespräch, was wir circa eine Woche vor dem eigentlichen Eingriff durchführen, alle Dinge klären, die für den Bereich Sedierung wichtig sind. Das bedeutet, wir werden fragen, ob Sie schon mal eine Sedierung oder Narkose bekommen haben und ob es dabei irgendwelche Komplikationen gegeben hat. Außerdem wollen wir von Ihnen wissen, ob Sie allergisch auf den Stoff Propofol oder anderer typischer Sedativer reagieren und ob es schon mal Narkose-Zwischenfälle gegeben hat. Bei diesem Vorgespräch können wir auch klären, ob bestimmte Vorerkrankungen vorliegen, die eine Sedierung eventuell doch gefährden könnten. Dazu zählen insbesondere Erkrankungen der Lunge und der Atemwege, also zum Beispiel ein Schlafapnoe-Syndrom oder eine COPD, oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen, also zum Beispiel Neigung zu Herzrhythmusstörungen oder zurückliegende Herzinfarkte. All diese Dinge sind für uns wichtig im Vorfeld zu klären und werden wir im persönlichen Gespräch mit Ihnen abfragen. Eine weitere wichtige Voraussetzung für die Durchführung einer Sedierung heißt, dass Sie jemanden brauchen, der Sie nach der Untersuchung abholt, denn Sie dürfen nach einer Sedierung nicht mehr aktiv am Straßenverkehr teilnehmen. Das heißt, jemand muss Sie nach der Untersuchung abholen und optimalerweise haben Sie zumindest die ersten paar Stunden nach der Untersuchung noch einen direkten Ansprechpartner, der am besten auch vor Ort und immer greifbar ist. Für die Durchführung der einzelnen Untersuchungen möchte ich auf die jeweiligen Videos zum Thema Darmspiegelung und zum Thema Magenspiegelung verweisen. Die werden Sie eingehend auf diesen Themenkomplex informieren. Während der Spiegelungen werden Sie von uns kontinuierlich in den Körperfunktionen überwacht, die durch die Sedierung etwas eingeschränkt werden können. Das bedeutet Ihre Atmung, Ihre Herzfrequenz bzw. Ihr EKG und Ihr Blutdruck. Denn die wesentlichen Komplikationen einer Sedierung beinhalten Störungen der Atmung und Störungen des Kreislaufs. Deswegen klären wir diese Fragen im Vorfeld ab und deswegen werden Sie während der Untersuchung gut von uns überwacht. Deshalb bekommen Sie Elektroden, Sie bekommen eine Blutdruckmanschette und Sie bekommen Sauerstoff über die Nase, damit Sie immer gut versorgt sind. Wie schon erwähnt, verwenden wir in den allermeisten Fällen Propofol für die Sedierung. Propofol hat sich deshalb bewährt, weil es sehr rasch wirkt, aber den Körper auch wieder sehr rasch verlässt. Das macht das Medikament für uns sehr gut steuerbar, sowohl was die Untersuchung betrifft, aber auch was mögliche Komplikationen betrifft. Wir werden dieses Medikament nur so lange spritzen, wie die Untersuchung dauert. Wenn die Untersuchung sich dem Ende zuneigt, hören wir damit auf, sodass Sie gegen Ende der Untersuchung, spätestens aber im Aufwachraum, wieder allmählich wach werden. Gelegentlich kommt es vor, dass wir noch ein anderes Medikament dazugeben müssen. Dieses Medikament heißt Midazolam und ist mit Diazepam, also Valium, verwandt, was manche von Ihnen möglicherweise aus dem Themenkomplex Schlaf und Schlaftabletten kennen. Dieses Medikament ist nur ganz selten notwendig.
wird aber gelegentlich verwendet, wenn Propofol alleine keinen durchschlagenden Effekt bietet. Eine mögliche Unverträglichkeit auf Midazolam werden wir im Vorgespräch mit Ihnen diskutieren. Welche Komplikationen kann es bei einer Sedierung geben? Die wichtigste Komplikation ist zum einen eine Unverträglichkeit auf den Wirkstoff Propofol, auf denen vereinzelt Menschen allergisch reagieren oder überdurchschnittlich reagieren mit einer überschießenden Wirkung. Allergische Reaktion bedeutet alles von beginnend Hautausschlag bis zu einer schweren allergischen Schockreaktion. All diese Dinge bekommen wir mit, weil wir sie am Monitor überwachen, und sollte es, was Gott sei Dank sehr selten passiert, zu einer schwerwiegenden allergischen Reaktion kommen, können wir sofort darauf reagieren. Eine weitere wichtige Komplikation von Propofol betrifft das Thema Atmung, denn Propofol kann in hohen Dosen das Atemzentrum beeinträchtigen und sogar dazu führen, dass Menschen ganz zu atmen aufhören. Gott sei Dank brauchen wir nur Dosisbereiche, wo diese Komplikation nicht auftritt. Wir wissen aber natürlich im Vorfeld nicht, wie jeder einzelne Mensch auf die jeweilige Dosis reagiert. Und im Einzelfall kann es durchaus mal passieren, dass Menschen ihre Atmung verlangsamen. Auch hier hilft uns die Monitorüberwachung, damit wir immer sofort mitbekommen, ob Menschen Probleme in ihrer Atmung bekommen, und der während der Untersuchung kontinuierlich gegebene Sauerstoff hilft uns auch dabei, dass die Patienten immer gut mit Sauerstoff versorgt sind. Eine weitere Komplikation betrifft das Thema Kreislauf, denn dieses Medikament kann dazu führen, dass der Blutdruck sinkt. Auch das bekommen wir mit, weil wir ja ständig während der Untersuchung alle paar Minuten ihren Blutdruck messen. Sollten uns dort irgendwelche schwierigen Komplikationen im Blutdruck auffallen, können wir darauf reagieren, indem wir ihnen zum Beispiel Medikamente geben oder einfach das Propofol etwas weniger dosieren. In der Regel reichen diese Maßnahmen schon aus, damit der Kreislauf wieder in normale Bereiche kommt. Wichtig für Sie zu wissen ist, dass, falls es doch zu einer schwerwiegenden Komplikation kommen sollte, Sie sich in einem Krankenhaus befinden und somit immer ein Team von Ärzten und Ärztinnen, Pflegern und Pflegerinnen bereitsteht, um mit uns zusammen und gegebenenfalls auf der Intensivstation alle Komplikationen sofort beheben zu können. Alle weiteren wichtigen Fragen können wir natürlich immer im persönlichen Gespräch klären und zur Not natürlich auch immer noch kurz vor der Untersuchung mit dem jeweiligen Untersucher, sodass in der Regel keine Fragen offen sein sollten. Wenn Sie sonst zu Hause noch Informationen zum Bereich Sedierung haben, das betrifft Unterlagen im Vorfeld zu Narkosen oder zu Narkose-Zwischenfällen oder auch zu Komplikationen im Bereich Sedierung, nehmen Sie uns diese Unterlagen ruhig zum Aufklärungsgespräch mit, dass wir diese mit Ihnen besprechen können.